Wieso kann ein Schrottplatz brennen? Lass uns mal schauen, warum ein Schrottplatz in Flammen aufgehen kann. Stell dir vor, da kommen viele verschiedene Dinge zusammen, die unter den richtigen Bedingungen einfach nicht gut miteinander auskommen. Brennbare Materialien. Ein Schrottplatz ist voll mit Zeug, das prima brennt. Denk an Autoreifen, Kunststoffe aller Art, von Stoßstangen bis zu Kabelisolierungen, Holzreste, Pappe, Textilien und sogar auslaufende Betriebsstoffe wie Öl, Benzin oder Lösungsmittel. Diese Materialien sind wie Zunder, wenn eine Zündquelle in der Nähe ist. Leicht entzündliche Flüssigkeiten und Gase, neben den festen Stoffen können auch Behälter mit brennbaren Flüssigkeiten oder Resten davon auf dem Gelände lagern. Auch Gase in Druckbehältern stellen eine Gefahr dar, besonders wenn die Behälter beschädigt sind oder extremer Hitze ausgesetzt werden. Selbstentzündung. Man glaubt es kaum, aber unter bestimmten Umständen können sich manche Materialien von selbst entzünden. Das passiert, wenn sich durch chemische Reaktionen im Material Wärme staut und es schließlich heiß genug wird, um sich zu entzünden. Das kann bei feuchten organischen Abfällen oder bestimmten Metallspänen vorkommen. Externe Zündquellen. Natürlich können auch äußere Einflüsse einen Brand auslösen. Das können sein: Brandstiftung. Leider kommt es vor, dass jemand absichtlich Feuer legt. Funken. Beim Hantieren mit Metall, zum Beispiel beim Schneiden oder Schweißen, können Funken entstehen, die leicht brennbare Materialien in der Nähe entzünden. Auch defekte elektrische Anlagen oder Kurzschlüsse in alten Fahrzeugen können Funken verursachen. Blitzschlag. Ein direkter Blitzeinschlag in einen Bereich mit brennbarem Material kann ebenfalls einen Brand auslösen. Überhitzung von Maschinen. Heiße Auspuffanlagen von Baggern oder anderem Gerät können trockenes Material entzünden. Die Anhäufung von Material. Auf einem Schrottplatz lagert oft eine riesige Menge an Material dicht beieinander. Das bedeutet, wenn ein Feuer ausbricht, hat es viel Nahrung und kann sich schnell ausbreiten. Wärmeentwicklung. Dunkle Oberflächen von Autos oder Metallteilen können sich in der Sonne stark aufheizen und in Kombination mit trockenem, leicht entzündlichem Material in der Nähe ein Brandrisiko darstellen. Du siehst, es gibt eine ganze Reihe von Faktoren, die zusammenkommen können und einen Schrottplatz anfällig für Brände machen. Die Mischung aus verschiedenen brennbaren Materialien, potenziellen Zündquellen und der oft weitläufigen Lagerung schafft leider ein gewisses Risiko.